Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Diese Woche gibt es kein Reisevideo. Denn wir müssen mal Klartext reden und euch erzählen, wie es uns wirklich geht. In unseren Videos wollen wir ja immer ein bisschen zeigen, wie die Orte so sind, die wir besuchen. Und wir konzentrieren uns eher auf die positiven Seiten. Aber wie bei allen Menschen gibt es auch bei uns Höhen und Tiefen. Und ja, wir wollen euch einfach mal ein realistisches Bild geben, wie es denn wirklich bei uns auf unserer Reise ist. Und nein, wir wollen jetzt nicht einfach eins vorjammern, sondern einfach ein realistisches Bild geben. Eine Sache, die oft unterschätzt wird, ist der Alltag. Denn auch einfache Sachen, ja, dauern halt einfach Ewigkeiten. Und ja, das ist dann Zeit, die vom Reisen wegfällt. Und eine andere Sache ist die Schlafsituation. Leider ist die Schlafsituation oftmals nicht so, wie es ja, auf Social Media gezeigt wird. Schöne Strände, irgendwo an einem See. Meistens sieht es so aus wie jetzt, irgendwo ein Parkplatz, random, an einer stark befahrenen Straße. Und ja, wir merken halt schon mit der Zeit, hat das doch ziemlich einen großen Einfluss auf, ja, wie wir uns fühlen, wie wir schlafen. Und ja, ist nicht ganz einfach. Und klar gibt es Campingplätze, die wir aufsuchen könnten, aber meistens brauchen wir halt einfach die Infrastruktur davon nicht. Und ja, um 60, 70 Dollar in den USA bezahlen zu müssen, ja, dafür reicht einfach unser Budget nicht. Ah, da wäscht sich jemand die Haare. Aber auch an der Zeit. Willst du mir damit was sagen? Nö, passt schon. Wieder sehr diplomatisch. Ich bin eh schon fast fertig. Ursprünglich hatten wir ja mal einen 2-Jahresplan angerechnet. Ja, jetzt sind wir wie lange? 1,5 Jahre unterwegs? Ja. Ja, und wir sind immer noch in Nordamerika. Andere, die mit uns gestartet sind, die sind alle schon in Südamerika und die haben auch einen 2-Jahresplan. Aber man muss dazu vielleicht auch sagen, wir arbeiten halt, was viele auf der Reise nicht tun, was ich ihnen absolut gönne. Aber dadurch verbringt man wenigstens auch mehr Zeit an einem Ort und kann den auch ein bisschen anders kennenlernen. Also wir haben, glaube ich, mehr über einige Orte gelernt, als wenn wir nur so schnell durchgefahren wären. So hat alles auch ein Positives. Zwei bis 3 Tage in der Woche sind wir auf jeden Fall stationär, denn ja, wir müssen die Videos bearbeiten und das dauert halt seine Zeit. Und dann sind noch die vielen lieben Kommentare, die ihr uns Woche für Woche schickt. Dafür ein großes Dankeschön euch allen, dass ihr euch die Zeit nehmt, die Videos anzuschauen, zu kommentieren, zu liken. Es ist richtig toll zu sehen, wie schön oder was für eine großartige Community wir haben. Ja, wirklich ein großes Dankeschön von Herzen. Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die vielleicht ein bisschen neidisch sind oder vielleicht selbst im Leben unglücklich sind und uns richtig beleidigende Kommentare schicken. Wir fragen uns immer wieder, wieso und ob die nicht verstehen, dass auf der anderen Seite auch Menschen sind, die Gefühle haben. Keine Ahnung, egal. Wir versuchen uns auf das Positive zu konzentrieren und nach vorne zu schauen. Dann gibt es noch den Algorithmus, der steckt hier hinten und zwingt uns Woche für Woche oder täglich Stories, YouTube-Videos oder halt einfach auf Social Media was zu posten und online zu sein. In dieser Regelmäßigkeit zu posten und online zu sein, wollen wir aber auch die Qualität nicht vernachlässigen. Ich meine, jeder definiert die Qualität eines Videos oder von Content anders. Aber unsere Qualität wollen wir zumindest beibehalten oder auch eigentlich verbessern. Also ich glaube, das ist ja der Wunsch von allen, sich immer ein bisschen zu verbessern und was von anderen Leuten zu lernen. Genau. Also zumindest für uns. Ja, auf jeden Fall. Was aber auch noch in die Zeitrechnung mit
eingerechnet werden müsste, ist eigentlich auch die Zeit, die wir verwenden für Kooperationen und für die Koordination mit den Partnern. Das braucht auch recht viel Zeit, obwohl wir da echt sehr freundschaftliche Kontakte haben und das macht es auf jeden Fall angenehmer. Und eine Sache, die auch gerade in den letzten Monaten viel Zeit gebraucht hat, aber die etwas richtig Schönes ist. Wir haben an eigenen Projekten gearbeitet. Auf Insta haben wir auch ein bisschen was dazu schon geteilt. Und einige von euch, die ganz aufmerksam waren, haben vielleicht schon was bemerkt. Okay, das war jetzt gar nicht offensichtlich, aber ich freue mich einfach so, dass wir endlich unsere Tasse zeigen können. Wir haben so viel Energie reingesteckt und es war auch mit ein Grund, wieso ich in Prag war, denn wir wollten unbedingt ein Muster in Händen halten, um uns von der Qualität zu überzeugen und auch vom Motiv. Auf der einen Seite haben wir unseren Spruch und auf der anderen Seite ein Landschaftsbild, für das wir die Inspiration auf Vancouver Island gefunden hatten. Wir sind da nämlich so durch diese Berge gefahren mit den Wäldern und dann war da dieser Fluss oder See, der sich da durchgeschlängelt hat. Und ja, dieses Panorama wollten wir auf die Tassen bringen. Es gab hier noch eine ganz kleine Änderung. Die seht ihr dann im Shop. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. Und am Boden gibt es noch ein abstraktes Relief von Bergen, was wir ein nettes Detail zusätzlich noch finden. Die Qualität der Tassen finden wir auf jeden Fall auch. Denn es ist ein Traditions-Emaillewerk mit 130-jähriger Geschichte, das diese Tassen herstellt. Der Druck wird von Hand aufgetragen und somit ist jede Tasse ein Einzelstück. Und die Tassen dürfen in die Spülmaschine und sind für alle Herdtypen geeignet. Also wir finden, das ist eine richtig schöne Tasse. Nicht nur als Fanartikel, sondern auch einfach so für unterwegs, für zu Hause, für Kaffee, Tee oder was auch immer. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die Tasse wird übrigens limitiert hergestellt. Also wir hoffen, dass es genug sind für alle, die gerne eine haben möchten. Und wir hoffen, dass alle, die so eine erhalten, ganz viel Freude dran haben. Und zum Shop haben wir noch eine Kleinigkeit. Wir haben nämlich vor ein paar Wochen mal was auf Instagram geteilt, eine Umfrage. Und dementsprechend sind auch Sticker entstanden. Das hier ist einer davon, aber wir haben noch ein paar andere in verschiedenen Farben, verschiedene Typen. Die sind auch von der Qualität sehr widerstandsfähig. Die sind aus Vinyl. Ja, auch da alle weiteren Details zum Produkt findet ihr in unserem Shop und den Link dazu in der Videobeschreibung. Wir möchten gerne immer wieder laufend neue Produkte in unseren Shop bringen und eine Sache ist auch schon in Arbeit. Diejenigen, die uns seit einem guten Jahr folgen, die ahnen vielleicht schon, was es ist, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Wir wollen auf jeden Fall auch gerne weitere Produkte entwickeln, die von unserer Reise inspiriert sind, vielleicht auch von unserer Reise kommen, wo wir dann kleine Stückzahlen in den Shop mit aufnehmen. Wir würden uns da riesig freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren eure Gedanken dazu schreibt, was ihr euch denkt, vielleicht Anregungen, Ideen, lasst es uns wissen. Es ist ja auch für euch, also möchten wir gerne eure Gedanken dazu kennen. Wir halten euch auf jeden Fall zu allem, wie üblich, über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden und da erhält ihr alle Neuigkeiten und Updates. Gerade beim Thema Druck, da könnt ihr euch sicher auch damit identifizieren oder einige von euch. Social Media hat nicht nur einen positiven Effekt, denn auch wir, wie viele von euch wahrscheinlich auch, vergleichen uns natürlich mit anderen Menschen, mit Freunden, die zu Hause ein geregeltes Leben haben und da vorankommen oder auch mit anderen Reisenden, die eben woanders sind, schneller sind, coolere Orte besuchen, bei denen alles irgendwie so perfekt scheint, als hätten die diese Probleme, die wir haben, ja nicht. Obwohl im Endeffekt weiß man ja, dass es nicht so ist. Und auch, es ist ja auch schön, Social Media verbindet auch. Wir haben viele Leute so kennengelernt und im Austausch mit ihnen merken wir dann, dass es eben anderen auch so geht. Ja, es ist manchmal schwierig, das so zu unterscheiden und sich das so wirklich in den Kopf zu rufen oder sich das so präsent zu halten. Ja, und eigentlich denke ich mir, wir arbeiten mit Social Media, wir sollten doch immun sein, aber sind wir nicht. Und gerade auch beim Arbeiten passiert uns das genauso. Wir vergleichen uns auch mit anderen YouTubern, die einen anderen Stil haben, vielleicht eben einen besseren Stil, die authentischer sind, natürlicher, professioneller, die auch schneller wachsen. Man hat ja doch einen Anspruch, also man will ja auch wachsen, man will ja auch Erfolg haben mit dem, was man macht, auch wenn es einem an sich Spaß macht, aber man sieht halt einfach immer wieder diese Zahlen. YouTube lebt davon, sogar
unsere eigenen Videos gegen unsere eigenen Videos zu vergleichen. Also wir haben immer eine Rangliste, wie gerade unser aktuelles Video performt im Vergleich zu den anderen. Und dann soll man sich nicht mit anderen YouTubern noch vergleichen. Klar, man kann damit wachsen, man kann auch viel davon lernen, das machen wir auch. Wir finden es richtig toll, uns von anderen YouTubern zu inspirieren. Aber es steigert auch ein bisschen den Druck. Und was Sie noch gar nicht angesprochen haben, ist der finanzielle Aspekt. Ja, also wenn man es vergleicht mit unseren früheren Jobs, wir haben einen richtig miserablen Stundenlohn. Aber klar, wir haben ja auch andere Ausgaben, aber es ist halt, wir sind trotzdem davon abhängig. Wir finanzieren uns damit. Und dafür muss man sich natürlich auch mal Zeit nehmen, einfach mal rauszugehen und ja, die Natur zu genießen und abzuschalten. Je länger wir so drüber reden, habe ich das Gefühl, dass vielleicht einfach die Zeit unser Problem ist. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Oder ich werde einfach alt und deswegen fange ich an, von der Zeit zu reden. Aber ich finde, es passt irgendwie schon, weil wir haben ja auch für 2 Jahre gespart, sind jetzt aber insgesamt fast 3 Jahre schon unterwegs und ja, die Ersparnisse sind irgendwann aufgebraucht. Unser Glück ist, dass wir uns mittlerweile fast kostendeckend finanzieren können und das sogar, während wir uns noch die Partner aussuchen, mit denen wir arbeiten. Also hinter all den Produkten und Marken, mit denen wir arbeiten, können wir wirklich zu 100% stehen. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Druck, den vielleicht auch viele Selbstständige kennen, denn wenn man weniger arbeitet, verdient man auch weniger und in der Lage sind wir noch nicht, dass wir das eben abfedern könnten. Darum auch ein Danke an die Community und an euch, dass ihr uns immer wieder auch eine Pause gönnt, aber wir müssen uns das immer ziemlich genau ausrechnen und das ist schon ein ziemlicher Druck, den wir gerade ziemlich stark spüren. Wir werden ja auch immer wieder nach unserer Beziehung gefragt und wie wir es schaffen, so lange schon auf so kleinem Raum 24/7 zusammen zu sein. Ist nicht immer ganz einfach. Nein. Und ich glaube, ja, es klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Ja, also ich würde sagen, in jeder Beziehung gibt es ja Phasen, wo es besser und schlechter läuft. Es wird einfach durch den kleinen Raum noch intensiviert, ja. habe ich das Gefühl. Und ich glaube halt, dadurch, dass wir halt nicht nur zusammen leben, sondern auch zusammen arbeiten, ist es dadurch auch schwieriger, weil wir haben komplett andere Meinungen, ja. Andere Herangehensweisen. Genau. Ich frage mich, wir sind so lange zusammen und trotzdem, wenn wir zusammen an was arbeiten müssen, gibt es immer Diskussionen, sage ich mal. Ja, ist halt leider so. Wenn Jessie und ich zusammen arbeiten, dann kracht es meistens. Oft reden wir vom selben, aber wir können uns nicht so ausdrücken und dann streiten wir, obwohl wir vom selben reden. Das ist wirklich irrwitzig. Ja, und man kann halt eben Arbeit und Privatleben nicht so gut trennen, weil... Ist alles zu Hause. Also wir nehmen die Arbeit mit nach Hause, wir nehmen das Private mit in die Arbeit. Ja, und wenn wir dann auch noch verschieden mit Druck umgehen, dann... Ja. Ja. Und ich glaube auch eine Sache, die halt immer wieder vielleicht vergessen geht. Also wir lieben es, mit Menschen zusammen zu sein und andere Reisende zu treffen, aber dadurch ist auch unser Stresspegel ein bisschen höher, weil wir halt doch einen gewissen Ablauf haben, wie wir die Wochen planen und wir wollen halt die Zeit mit den Leuten zusammen verbringen und dann... Dann kommen wir in Stress mit der Arbeit ja. Und das entlädt sich dann bei uns. Genau. Und ja, also wir... Gar nicht falsch verstehen. Wir finden es so toll, mit anderen zu reisen. Ich meine, gerade mit Tommy und Hannah waren wir 7 Monate lang zusammen unterwegs, mit nur ganz kurzen Unterbrechungen. Ja. Und das hat super funktioniert, weil sie im Endeffekt einen ähnlichen Rhythmus hatten wie wir auch. Also es hat da gerade so gepasst, auch vom Timing her. Aber das ist halt nicht immer so der Fall. Die meisten reisen ja doch schneller und damit können wir nicht so gut umgehen. Wir sind da... Ja, wir sind halt nicht ganz so flexibel, eben weil wir diesen Rhythmus und diese Regelmäßigkeit beibehalten müssen. Genau. Ja, und dann kommt irgendwann die Frage,
nach der Zukunft. Und wir haben ehrlich gesagt keinen Plan. Ja, irgendwann mal wird ja wahrscheinlich die Reise vorbei sein und dann, was dann? Ja, wir wissen nicht mal, in welchem Land wir dann leben wollen, denn zurück nach Tschechien wollen wir eigentlich nicht, denn das war halt sprachtechnisch Für mich vor allem. eher schwierig und dann bleibt wahrscheinlich der deutschsprachige Raum. Aber wollen wir da was Neues ausprobieren oder zurück in die Schweiz? Wir wissen es nicht. Ja, und dann kommt natürlich noch das Alter. Also ich bin mittlerweile 44, bis die Reise vorbei ist, wird es wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Und wie viele von euch wahrscheinlich wissen oder selbst erfahren haben, je älter man wird, desto unattraktiver ist man im Arbeitsmarkt. Und ja, man macht sich da halt auch seine Gedanken, wie das gehen soll. Ja, es sind einfach, also bei uns sind schon viele Ungewissheiten, was die Zukunft angeht. Wir wissen ja nicht einmal, ob wir zurück zu unseren alten Jobs gehen wollen würden, denn ja, durch die Reise hat sich vieles verändert bei uns und ich zum Beispiel merke extrem, dass ich gerne mit der Kamera arbeite, vor allem hinter der Kamera oder ja, die Videos zu schneiden, das macht mir extrem viel Spaß, aber ja, ich habe das nie gelernt und ja, so einen Job zu bekommen ist wahrscheinlich auch nicht einfach und ja, da denkt man sich halt, oder da macht man sich halt Gedanken, wie das dann sein wird, wenn wir zurück sind. Wir versuchen jetzt einfach mal Zukunftsängste eben Zukunftsängste sein zu lassen und mehr im Hier und Jetzt zu leben. Ein bisschen mehr an unserer Balance zu arbeiten, dass wir eben so ein bisschen mehr unsere mentale Gesundheit pflegen, damit wir das auch möglichst lange so machen können. Und an diejenigen, die jetzt finden, ach, ihr beschwert euch überhaupt in eurem Leben, das ist so ein tolles Leben. Ja, wir haben ein tolles Leben. Aber niemand hat niemandem zu sagen, wann er glücklich zu sein hat oder eben was für Sorgen er sich zu machen hat oder eben nicht. Soll niemand jemandem sagen, er soll doch glücklich sein mit dem, was er hat. Hast du was hinzuzufügen? Also ich glaube, mentale Gesundheit, das ist ein gutes Stichwort, denn ja, wir hatten das schon mal angesprochen, denn wir machen zum Beispiel auch viel zu wenig für uns selbst und wir merken das auch, dass das uns ja, mental ziemlich auslaugt. Aber auf der anderen Seite, ja, wir machen diese Reise, wir machen sie wahrscheinlich nur einmal in unserem Leben und wir machen sie genauso, wie wir es wollen und nicht wie uns andere vorschreiben, dass sie gemacht werden muss. Wir werden wahrscheinlich viele Sachen nicht sehen, die gesehen werden müssen. Aber auf der anderen Seite erleben wir Sachen, die vielleicht andere Menschen nicht erlebt haben. Und ja, in dem Sinne, wenn die Reise für uns so weiterläuft, wie sie läuft, dann läuft sie. Und wenn wir uns irgendwann mal entscheiden sollten, die Reise abzubrechen, weil wir einfach keinen Bock oder keine Energie mehr haben, dann ist es auch so. Also, ja. Wir machen die Reise für uns, also genau. Machen wir sie auf unsere Art. Genau. Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Video ein bisschen, ja, ich würde sagen, dieses trügerische Idyll auf Social Media auch ein bisschen relativieren können. Denn gerade als Reisender... Oder auch als YouTuber. Genau, da kennt man halt eben auch die andere Seite. Ja. Und genau aus diesem Grund möchten wir einfach jeden da draußen ermutigen, einfach das zu machen, was einem Freude bereitet. Denn ja, es gibt so viel zu entdecken und ihr kennt ja unser Motto, Let life surprise you, also lasst euch vom Leben überraschen, denn es gibt richtig viel zu entdecken. Ja. In diesem Sinne machen wir uns jetzt nämlich auch fertig und fahren an unser nächstes Ziel. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert den Kanal, liked es und ja, am besten teilt ihr es mit Freunden, Familie, Bekannten und ja. Wir würden uns sehr freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Roadtrip! Nein, aber wir haben doch gesagt, es kommt noch zuerst das, also wir nehmen doch das anders auf, oder nicht? Wenn wir unterwegs sind. Nein, aber wir sind ja fertig mit dem, wo wir unterwegs sind. Nein, aber du hast doch etwas anderes aufgeschrieben. Nein, es steht genau so drin. Wir haben das vorher doch festgelegt. Wir machen den Teil, dann laufen wir zurück zum Van. Und immer will sie recht haben.